Eine Stadt, die niemals schläft, wird irgendwann müde. Oder sie verliert den Verstand. Und wenn man heute durch die Straßen Berlins streift, hat man manchmal das Gefühl, Deutschlands Hauptstadt ist beides. Ein bisschen ausgelaugt und ein bisschen irre. Vor ein paar Jahren noch galt Berlin als der Place to be. Als eine der coolsten Metropolen Europas. Eine Weltstadt, in der Geschichte und Gegenwart ineinander flossen wie Farben auf einer Leinwand. Eine Stadt voller Möglichkeiten, voller Versprechen. Hier, so schien es, konnte jeder sein, wie er will. Hierher kamen die Suchenden, die Getriebenen, die Träumer. Ein Magnet für Kreative und Visionäre. Startups schossen aus dem Boden, die Berliner Schnauze war im ganzen Land bekannt. Das Nachtleben weltweit legendär. Und Berlin selbst wurde zum Aushängeschild eines neuen Deutschlands. Offen, bunt, progressiv. Doch dann ist irgendetwas passiert. Denn heute gilt Berlin vielen als Sinnbild für den Abstieg des ganzen Landes. Pleite, planlos, schlecht regiert. Zu dreckig, zu gefährlich, zu laut. Zu viele Drogen, zu hohe Mieten, zu viel Chaos. Keine Stadt in Deutschland ist bei den Deutschen so unbeliebt wie Berlin. Ist die City of Dreams also vielmehr die Hauptstadt der geplatzten Träume? Ist Berlin tatsächlich so kaputt? Das wollte ich herausfinden und dafür mit denen sprechen, die hier leben. Also bin ich quer durch Berlin gezogen. Ich ließ mich treiben in Neukölln, das Viertel, das vielen nur noch als Brennpunkt bekannt ist. Also ich bin ehrlich, nie Neukölln-Fan. So, aber seit ich jetzt 4 Jahre hier bin, angenehm. Ich war unterwegs im Görlin, dem berüchtigsten Park Deutschlands, der neuerdings umzäunt ist wie ein Gefängnis. Wenn Leute aus dem Park verdrängt werden, werden die einfach nur in die Wohngebiete nebenan verdrängt. Bei uns sitzen Leute im Treppenhaus und konsumieren Drogen und schlafen da und das ist keine Lösung. Damit ist niemandem geholfen. Ich besuchte Marzahn, die größte Plattenbausiedlung Europas, und traf Menschen, die die Schnauze voll haben von vermüllten Straßen und deshalb selbst anpacken. A lot of people move to Berlin just to live their best years of their life. For them, it's freedom. So if you can shit in a S-Bahn, that means it's freedom. For me, it's disgusting. Ich flog durch die Nacht in Zeiten von Clubsterben und Kokainschwämme und sprach mit einem Mann, der nach 13 Jahren Techno und Drogen ein ganzes Buch schreiben könnte. Spaß gemacht hat mir immer nur das, was mir Energie gegeben hat und wo ich wirklich tanzen konnte, reden konnte, wo ich irgendwie ganze Wochenenden oder Tage durchfeiern konnte. Ich habe Menschen getroffen, die es hier geschafft haben und denen Berlin viel gegeben hat. Mein Name ist Ann, ich bin 30 Jahre alt und ich bin seit 10 Jahren selbstständig. Und andere, denen die Stadt fast alles genommen hat. Dann kamen die Corona-Maßnahmen und dann kam das Online-Shopping und dann kam der Krieg, die Inflation. Du wusstest einfach, du hast hier keine Möglichkeit mehr was zu machen. Ich bin wirklich jeden Tag 12 Stunden hier, außer Sonntag. 12.08.75 haben die aufgemacht. Erster Tabakladen hier in der Nähe so, in Neukölln sage ich mal so. Und ich habe von ihr im 22. März habe ich übernommen. Also das war wirklich spontan. Gegenüber ist ein Kumpel von mir, der ist Friseur. Und mein Friseur ist eigentlich in Kreuzberg und der war in der Zeit Urlaub. Dann habe ich gesagt, ich gehe mal zu ihm. Ich bin zufällig zu ihm Haareschein gegangen. Nach Haareschein kam ich kurz hier rein. Dann habe ich Getränke geholt und dann haben wir kurz mit der alten Besitzerin kurz so gequatscht. Ja, sie meinte, ja, sie will auch jetzt den Laden aufgeben, weil sie alt ist, kann sich gar nicht mehr darum kümmern. So haben wir uns dann halt kennengelernt. Genau, dann haben wir uns mehr getroffen, dann sie war krank, ich habe sie mal nach Hause gefahren. So, wir sind so auch ein bisschen so Freunde geworden. Und dann hat sie mich so voll spontan gefragt, ob ich den Laden nicht übernehmen will. Dann habe ich mir so Gedanken gemacht zu Hause, dann nach dem Gespräch halt. Und wie hat mich das schon angezogen, diesen Laden. So 1. März habe ich dann übernommen, 22. Dann stand ich meinen ersten Tag, ich werde das nie vergessen, 1. März, das war auch ein Montag, glaube ich. Stand ich hier, ich wusste wirklich gar nichts so, ne? So, aber ich habe mir das zugetraut und habe auch gesagt, ey, ich schaff das, warum nicht? Aber was mich am meisten so glücklich macht, dass die Leute sich hier so zusammenkommen, kennenlernen, auch die Nachbarschaft so. Jetzt durch dem Späti, weil wir auch draußen alle sitzen, Sommer, wir essen alle zusammen, spielen Karten und mit dem Nachbarn auch. Weihnachten war ich zum Beispiel bei meinen Nachbarn gegenüber, Silvester haben wir zusammen gefeiert.
Also ich bin auch mit dem Nachbarschaft auch so wie wirklich so eine kleine Familie geworden hier alle. Das ist, glaube ich, was mir am meisten Spaß macht hier in diesem Job. Das sind auch alle Nachbarn, die gegenüber wohnen. Voll hinten am Schlafen, mit meinem Keks in der Hand. Ich habe vor 18 Jahren in Neukölln gewohnt. Da sah schon ein bisschen auch so anders aus. Also ich war wirklich, ich bin ehrlich, nie Neukölln-Fan. So, aber seit ich jetzt 4 Jahre hier bin, angenehm. Neukölln hat sich auch viel verändert, sag ich mal so. Auch mit dem Uni gegenüber und so halt viele auch Studenten, viele, die so für ein Jahr Berlin sind, arbeiten und gehen. Also ich kann schon mit Prenzlauer Berg vergleichen, sag ich mal so. Also community-mäßig so. Berlin ist kein einheitliches Ganzes. Die Stadt gleicht eher einem Flickenteppich aus Kiezen und Bezirken. Und jeder von ihnen ist eine eigene kleine Welt. Neukölln ist einer dieser Welten. Ein Mikrokosmos mitten in der Hauptstadt. Mehr als 300.000 Menschen leben hier. Und kaum ein Berliner Bezirk ist über die Stadtgrenzen hinaus so bekannt. Und so verrufen. Für einige ist er längst zu einem Symbol geworden. Für gescheiterte Integration, für Kriminalität, für den Kontrollverlust des Staates. Und ja, Neukölln hat Probleme. Doch sein größtes Problem ist vielleicht sein Image. Über Jahre prägten Filme und Serien das Bild eines gefährlichen Bezirks. Knallhart, Sonne und Beton, 4 Blocks. Geschichten über Jugendgewalt, Clans und Parallelgesellschaften machten Neukölln zur Projektionsfläche deutscher Ängste. In Schlagzeilen klang der Bezirk oft weniger wie ein Stadtteil und mehr wie ein Kriegsgebiet. Doch die Realität ist eine andere. Die Geschichte dieses Bezirks war schon immer eine der Migration. Im 18. Jahrhundert, als Neukölln noch Rixdorf hieß, fanden hier Menschen Zuflucht, die wegen ihres evangelischen Glaubens vertrieben worden waren. In den 60er Jahren kamen die sogenannten Gastarbeiter aus der Türkei. Später Menschen aus dem Libanon, aus Syrien, aus Osteuropa. Heute ist Neukölln einer der vielfältigsten Orte Deutschlands. Menschen aus über 155 Nationen leben hier. Und meist tun sie das erstaunlich friedlich nebeneinander. Feministinnen neben Islamisten, Obdachlose neben Millionären, Hipster neben Einwanderern. Moscheen neben Kirchen, der Bio-Supermarkt neben der Halal-Metzgerei, Startups neben Shisha-Cafés. Neukölln war nie homogen. Neukölln war immer Bewegung. Und ja, manchmal bedeutet Bewegung auch Reibung. Vor allem aber heißt Bewegung Leben. Und so ist Neukölln nicht nur ein Brennpunkt. Vielmehr ist Neukölln ein Spiegel Berlins, ein Spiegel Deutschlands, ein Spiegel der Welt. Chaotisch, widersprüchlich, manchmal überfordernd. Aber auch ein Sammelsurium an Geschichten, Ideen, Visionen. Und vor allem Menschen, die zeigen, dass dieser Bezirk mehr ist als ein Ruf. An einem Sonntagmorgen treffe ich mitten auf der Sonnenallee eine Gruppe junger Menschen, die sich in ihrer Freizeit versammelt, um aufzuräumen. Sie sind es leid, jeden Tag über Müllberge zu steigen. Doch statt nur zu meckern, packen sie selbst an. Berlin is, it's a dream, you know, especially when you're from a small town in Russia and you heard Berlin, it means, wow, it means freedom. So we moved to Berlin and it was okay, I would say. No, I still love the city. I think that's the reason why I'm doing this. Because I think Berlin deserves better. Exactly 1 year ago, it was in January. After the New Year celebrations, I saw that everything still was on the streets. And especially one fucking salad from Edeka, I don't know. It was all day, all night on the same place. And I was like, okay, I can't look at that anymore. I just need to do something. So I bought a trash bags and I also bought in Lidl, I bought this stick for the trash, like trash picker. And accidentally I made like 2 big trash bags because you cannot stop with a salad. When you sit down and start to pick up the trash, you see the new trash, and new trash. 1 month or 2 months after that, I decided like, okay, the trash thing is still in my mind every day. So I went to a first cleanup in a Grafswalder Straße. It's a Deutsche Bahn station. And I made alone 11 trash bags, 120 liters each. And I posted a video. I made a reel about that and a TikTok, and I've got 150,000 views
in 2 days. I received like good messages. I received a lot of messages like, can I join? And I'm like, yeah, you can. And this is basically how it all started. Look at that. Like it's when I look at that, I can't believe that it's all started because of the old salad. Mostly I would say like when we meet people on the street, they are always very supportive, and sometimes we even have people that will join us. But online, it's a disaster. People online blaming us on destroying the vibe of the city. So for them, it's freedom. So if you can shit in an S-Bahn, that means it's freedom. For me, it's disgusting. A lot of people move to Berlin just to live their best years of their life, just do drugs, drink, fuck, and then move to another proper city or country to live and get older. So they don't think that Berlin their home. You know what I mean? So yes, I think it's very easy to blame on the BSR and government. It's true, but at the same time, I think problem it's also people who doesn't care about the city where they live. We can do better. We could be chasing dreams. We know what's right, and we know how it feels. Yeah, we can do better. We can make a change for real. Yeah, we can do a lot better. We can be facing fears. We know what's up, and we know how to get there. Yeah, we can be stars. We can be the best. Just put us to the test and we'll show the world there's another way. If we just try a little every day, we can make it better. Hallo Freunde, bitte entschuldigt die kurze Unterbrechung, aber wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, lassen sich solche Dokus nur mit der Unterstützung starker Partner realisieren. Deshalb an dieser Stelle ein großes Dankeschön an Surfshark. Wir arbeiten schon seit Jahren mit Surfshark zusammen und noch länger nutzen wir ihren VPN-Dienst, egal ob auf Reisen oder hier in Deutschland. Kurz erklärt, Surfshark verbirgt eure IP-Adresse und leitet euren gesamten Internetverkehr durch einen sicheren, verschlüsselten VPN-Tunnel. Das bedeutet deutlich mehr Sicherheit im Netz und ein besserer Schutz eurer Daten. Und dann gibt es noch das Thema Geoblocking. Nur dank Surfshark konnten wir selbst in China weiterhin WhatsApp und YouTube nutzen und egal wo wir auf der Welt unterwegs waren, hatten wir Zugriff auf RTL+, ZDF und Arte. Ein weiterer Bonus, mit Surfshark könnt ihr sogar Geld sparen und Preise für Flüge oder Hotels können sich je nach Standort unterscheiden. Mit einer thailändischen IP-Adresse zum Beispiel sind Hotels bei Booking oftmals günstiger als mit einer deutschen. Kein Scherz, probiert es einfach selbst aus. Es gibt eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie. Geht einfach auf surfshark.com/Notizen oder nutzt unseren Code Notizen und bekommt 4 zusätzliche Monate on top. Vielen Dank an Surfshark für die langjährige Partnerschaft und jetzt zurück zum Video. Ein bisschen kaputt, ein bisschen abgewrackt, ein bisschen wild. So war Berlin eigentlich schon immer. Doch früher hatte diese Stadt etwas, das ihre Brüche erträglicher machte. Berlin war einmal arm, aber sexy. Eine Stadt voller Risse, aber auch voller Freiräume. Vor allem in den ersten 20 Jahren nach Mauerfall lag ein Gefühl von Aufbruch in der Luft. In den Ruinen des Alten entstanden Möglichkeiten. Man konnte mit ein paar hundert Euro im Monat leben, in Altbauwohnungen mit bröckelndem Putz, zwischen improvisierten Ateliers, verrauchten Bars und Hinterhöfen, die sich nachts plötzlich in Clubs verwandelten. Das Dreckige gehörte zum Versprechen. Denn wer hierher kam, suchte keine Perfektion, sondern Freiheit. Freiheit, Dinge auszuprobieren, Freiheit einzureißen und wieder aufzubauen. Freiheit, auch mal zu scheitern. Doch Berlin hat sich verändert. In vielen Vierteln haben sich die Mieten in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt. Für viele der Menschen, die Berlin einst geprägt haben, ist die Stadt schlicht zu teuer geworden. Was bleibt, sind oft neue Bürohäuser aus Glas und Beton. Architektur, die oft weniger nach Aufbruch aussieht als nach Excel-Tabelle. Und vielleicht verändert sich mit den Häusern auch der Geist der Stadt.
Nirgendwo wird der Kampf um das zukünftige Gesicht Berlins so offen ausgefochten wie in Kreuzberg. Früher war der Bezirk das Epizentrum der Gegenkultur. Hausbesetzer, Punks, Einwanderer, Kinder, die mit neuem Selbstbewusstsein vom Rand ins Zentrum rückten. Heute ist Kreuzberg eher ein Brennglas für die Spannungen einer ganzen Stadt. Steigende Mieten, knapper Wohnraum, soziale Konflikte. Und mittendrin ein Ort, der seit Jahren zum Symbol geworden ist. Der Görlitzer Park. 14 Hektar Grünfläche mitten in einem der dichtesten Viertel Berlins. Ein Park, der regelmäßig Schlagzeilen macht. Drogenhandel, Kriminalität, Gewalt. Doch wenn man an einem gewöhnlichen Nachmittag durch den Görli läuft, wirkt die Realität erstaunlich unspektakulär. Kinder spielen auf dem Rasen, Erwachsene joggen über die Wege, jemand sitzt mit einer Gitarre unter einem Baum. Und ja, hier und da versucht hier irgendwer ein bisschen Gras anzudrehen. Es ist kein Paradies, aber auch kein Kriegsgebiet. Dennoch hat die Politik beschlossen, einen Zaun um den Park zu bauen und ihn nachts zu schließen. Bei vielen Anwohnern sorgt das für Kopfschütteln. Ich bin Judith und ich wohne in Kreuzberg und also hier direkt in der Nachbarschaft um den Görli rum und das schon seit, weiß ich nicht, ich glaube 20 Jahren oder so. Ja, das ist mein Zuhause. Ich bin David, ich wohne seit 15 Jahren hier im Wrangelkiez. Für mich persönlich ist das ein Ort, wo ich eigentlich jeden Tag bin, auf dem Weg zur Arbeit oder zurück. Das ist meine Joggingstrecke. Wir treffen uns hier auf der Grillwiese, wir hängen hier im Sommer ab. Keiner hat hier einen Garten, weniger am Balkon, deswegen sind so öffentliche Räume ziemlich wichtig. Und ich finde, was man da auch immer noch zu sagen muss, ist, das ist jetzt nicht ein Park, der irgendwie vom Bezirksamt den Leuten hier gegeben wurde oder sowas, sondern das ist ja tatsächlich, das war auch eine Brache früher, so ein alter Bahnhof. Alles war hier voll mit Ruinen und mit Schrott und so. Und dann haben tatsächlich Leute selbst die Initiative ergriffen und haben gesagt, hey, hier ist nicht so viel Grün, wir brauchen einen Park, wir wollen einen Park und haben dann selbst halt dafür gekämpft, dass dieser Park halt unser Park hier in Kreuzberg geworden ist. Ich finde ja, dass viele Leute über den Park reden, aber in den seltensten Fällen dann auch hier waren, sich das mal angeschaut haben, weil es wird ja mit diesem Girly-Bashing oder Kreuzberg-Bashing immer so ein bestimmtes Bild bedient, was aber eigentlich gar nicht der Realität entspricht und das wird dann benutzt. Ich würde es gar nicht mal für eine Sicherheitsdebatte, sondern für eine Unsicherheits- und Angstdebatte benutzt. Damit wird Stimmung gemacht, um bestimmte Sachen durchzusetzen. Und was dabei herauskommt, sehen wir natürlich an so einem Beispiel wie mit dem Zaun jetzt. Ne? Natürlich müssen hier Sachen gemacht werden, aber das Geld könnte man viel, viel besser woanders investieren und nicht für einen Zaun, den eigentlich fast niemand hier will. Wenn Leute aus dem Park verdrängt werden, werden die einfach nur in die Wohngebiete nebenan verdrängt. Und das bringt niemandem was. Das heißt, irgendwie die Leute haben keinen Rückzugsraum mehr. Bei uns sitzen Leute im Treppenhaus und konsumieren Drogen und schlafen da. Und das ist keine Lösung. Damit ist niemandem geholfen. Uns konnte bisher noch keiner beantworten, was mit Zaun gegen Gewalt, gegen Drogenhandel, Drogenkonsum oder gegen Obdachlosigkeit hilft. Ich gebe die Frage immer gern zurück. Was denkt ihr, hilft das bei dem Problem? Ist da irgendwo eine Lösung in Sicht? Wir wollen, dass Menschen, die keine Wohnung haben, die obdachlos sind, die brauchen Wohnungen. Menschen, die Drogen konsumieren, die brauchen Orte, wo sie sich aufhalten können. Am besten mit Konsumräumen, mit entsprechenden Hilfen, die angedockt sind. Und Menschen, die hier im Park sind und Drogen verkaufen, die machen das ja, weil sie nicht arbeiten dürfen. Die bräuchten eine Perspektive und eine Arbeitserlaubnis vor allen Dingen. Damit sind hier nicht alle Probleme gelöst, das ist uns auch klar. Aber das wird doch sehr viel nachhaltiger sein als eine Populismus- und Symbolpolitik à la Zaun. Ja. Ja, ich glaube nicht, dass das lange stehen bleibt. Also man hat ja schon gesehen, das Drehkreuz, das sogenannte vandalismussichere Drehkreuz, hat gerade mal eine Nacht geschafft, dann lag es im Kanal und wurde erst tagelang gesucht. Es wurden schon der Zaun aufgeschnitten, Zaunteile abgebaut. Also ich glaube nicht, dass das hier so einfach funktioniert. Eine Stadt, die niemals schläft, verlernt irgendwann zu träumen. Und vielleicht erzählen die Nächte Berlins schon immer mehr über diesen gottverlassenen Ort als ihre Tage. Berlin war einmal berühmt für das, was aus ihr wird, wenn die Sonne hinterm Horizont verschwindet. Dann konnte jeder sein, wer er wollte. Oder einfach niemand werden. Auf den Tanzflächen verschwammen Herkunft, Status, Geld. Es zählte nur der Moment und diese seltsame Magie, wenn 1000 Körper im gleichen Rhythmus atmen und der Boden bebt wie ein verliebtes Herz. Berlin tanzte damals nicht nur. Berlin glaubte. An Freiheit, an Gemeinschaft, an sich selbst. Und Techno war die Orgel in der Kirche des Aufbruchs. Illegale Raves in alten Tresorräumen, in verlassenen Kraftwerken, in Fabrikhallen, in denen der Rost noch nach DDR roch. Zufluchtsorte für alle, die nach ihnen suchten. Doch irgendwo zwischen all den schlaflosen Nächten und vollgepissten Clubtoiletten hat sich etwas verschoben. Die Stadt ist snobby geworden, die Partys exklusiver und das Publikum ein wenig narzisstischer.
Plötzlich scheint selbst die Nacht Teil eines Wettbewerbs zu sein. Höher, weiter, härter. Früher ging man in Clubs, um sich zu verlieren. Heute wirkt es, als kämen viele, um sich zu inszenieren. Outfits werden zu Kostümen, Tanzflächen zu Bühnen, Ekstase zu Performance. Der Eintritt ist teuer, die Türen streng. Und die Schlange davor gleicht manchmal einem Casting für ein Leben, das nur bis zum Sonnenaufgang dauert. Draußen rollen Taxis durch schwarze Nacht mit dem weißen Handschuhfach. Lines werden gerotzt von Displays, auf denen sonst KPIs und Deadlines aufploppen. Und während irgendwo noch immer die Legende vom wilden Berlin erzählt wird, wirkt die Stadt wie jemand, der langsam runterkommt. Nachdem er so lange drauf war, dass er vergessen hat, was es überhaupt zu feiern gab. Das will wieder kein Schwein hören, aber Berlin frisst dich auf, wenn du nicht aufpasst, Diggi. Diese Stadt hat keine Pause. Clubs haben immer offen, es ist immer irgendwas los, es gibt immer irgendeinen Typen, der noch was machen will. Immer schneller, immer mehr, immer weiter, immer doller. Berlin bietet dir wirklich alles und irgendwie sagt dir niemand, wann hier mal so richtig Schluss ist. Wenn du keine Struktur hast, wenn du keine klaren Grenzen für dich setzt, wenn du keine Ziele fürs Wochenende hast, verlierst du dich schneller, als du gucken kannst und kriegst das Ganze erst dann mit, wenn es eigentlich schon längst zu spät ist. Ich gehe mit diesem nüchternen Thema an die Öffentlichkeit, um mich selber indirekt dazu zu zwingen, langfristig nüchtern zu bleiben. Und ich habe so viel erlebt jetzt ich gehe jetzt seit 13 Jahren Techno feiern. Das muss ich einfach mit den Leuten teilen und das will ich mit Leuten teilen, weil das ist was wert. Ich war immer, wirklich ausnahmslos, immer ein Belohnungskonsument. Ich habe nie irgendwelche Sachen verdrängt. Ich habe immer nach der Devise gelebt, ich habe ja jetzt meine Arbeit, meinen Sport und mein Leben die letzten Wochen so super im Griff gehabt, jetzt kann ich Gas geben. Spaß gemacht hat mir immer nur das, was mir Energie gegeben hat und wo ich wirklich tanzen konnte, reden konnte, wo ich irgendwie ganze Wochenenden oder Tage durchfeiern konnte. MDMA, Ketamin, Kokain, Speed, 2CB. Der Endgegner, der war dann tatsächlich Mephedron. Ich glaube einfach, dass ein ganz großes Problem, auf jeden Fall hier in Berlin zumindest, ist, dass Drogen man kommt immer leichter ran. Sie werden zum Teil günstiger, sie knallen zum Teil auch mehr. Und das führt natürlich dazu, dass dieser ganze Konsum irgendwie dann stärker wird. Die Menschen, die sind auf jeden Fall jünger geworden. Der Konsum ist krasser geworden. Wie gesagt, auch, ich glaube, durch diese Mephedron-Welle, die wir vor 7 oder 8 Jahren hier hatten. Corona ist einfach ein großes Thema in der Techno-Szene gewesen. 2, 3 Jahre nicht feiern gegangen und dann dieser klassische Jetzt-darf-ich-Effekt und dann Abfahrt, rein in den Club und am besten die nächsten 3, 4 Tage, weil ich muss ja was nachholen. Es gab einen Schlüsselmoment bei mir, das war die 20 Jahre Berghain Geburtstagsparty. Das war einfach ein sehr konsumlastiger Abend, eine sehr konsumlastige Nacht für mich und da habe ich dann danach das mal reflektiert und festgestellt, das war jetzt so viel. Irgendwann ist dann auch einfach mal gut. Wenn man dann mal wirklich langfristig nüchtern ist und bleibt, merkt man erstmal, in was für einem Film man da eigentlich gefangen war. Leben läuft besser, Sport läuft besser, Ernährung, ich fühle mich fitter, so mein Immunsystem, Schlafrhythmus, alles läuft, alles funktioniert, Beziehung, Familie, alles tippitoppi. Warum zur Hölle soll ich mich denn jetzt für Konsum entscheiden? Für die 10 Stunden Spaß? Wenn du eine gute Party hast, mit einer guten Anlage, guter Musik und einen geilen Freundeskreis am Start hast, dann ist so eine Party auf jeden Fall nüchtern auch genauso geil. Und da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, genauso geil, wie wenn du drauf bist. Du bist nicht an Klo-Situationen gebunden, du stehst nicht irgendwo, du musst nicht warten. Du entscheidest selber, wie der Abend abläuft und ausgeht und keine Substanz. Du entscheidest es. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass man wirklich zum Ursprung zurückgeht, weil dafür steht Techno eigentlich. Toleranz, Achtsamkeit und Respekt, Digga. Unterhalb Berlins liegt eine zweite Stadt. Eine, in der die Sonne nie scheint und wo der Himmel eine Decke aus Beton ist.
Hier unten ist es immer ein bisschen zu laut, ein bisschen zu eng, ein bisschen zu spät. Und doch fließt hier das Leben dieser Stadt. Mehr als 150 Kilometer U-Bahn-Linien durchziehen Berlin wie Adern aus Stahl. Durch sie strömen jeden Tag Millionen Menschen, die irgendwo hin wollen oder einfach nur weg. Seit 1902 rollen die gelben Waggons von Kiez zu Kiez und verbinden dabei nicht nur Stadtteile, sondern Welten. Morgens sitzen hier Bauarbeiter neben Anwälten, Studenten neben Rentnern, Touristen neben Menschen, die seit 30 Jahren dieselbe Strecke fahren. Hier unten verschwimmen Unterschiede. Die U-Bahn ist vielleicht der einzige Ort in Berlin, an dem sich die ganze Stadt begegnet. Zumindest für einen Moment zwischen zwei Stationen. Die Türen öffnen sich, ein kurzer Luftzug. Menschen steigen aus, andere ein. Und die Stadt setzt sich wieder in Bewegung. 175 Bahnhöfe liegen wie kleine Inseln in diesem unterirdischen Meer. Manche wirken wie vergessene Keller, andere leuchten in Farben, die eher an Kunstwerke erinnern als an Verkehr. Der Architekt Alfred Grenander gab vielen Stationen Anfang des 20. Jahrhunderts ihre charakteristischen Farben, damit selbst Menschen, die nicht lesen konnten, wussten, wo sie waren. Vielleicht erzählt die U-Bahn deshalb mehr über Berlin als jedes Museum. Ja, manchmal stinkt's nach Schweiß, nach Pisse und Kacke. Und ja, manchmal fragt man sich, wieso man für eine Fahrt in dieser Geisterbahn mehr als 4 Euro blechen muss. Doch hier unten sieht man die Stadt, wie sie wirklich ist. Ungeschminkt, unperfekt, unfertig. Endlos in Bewegung zwischen Schatten und Licht. Wenn man sehr weit nach Osten fährt, steht man irgendwann inmitten eines Dschungels aus Beton. Willkommen in Marzahn-Hellersdorf, der größten Plattenbausiedlung Europas. Bevor sie hier aus dem Boden wuchs wie ein Pilz, stand Ostberlin vor einem Problem, das heute wieder erstaunlich vertraut klingt. Wohnraummangel. Über die Ästhetik dieser Häuser kann man streiten. Aber eins muss man den Sozialisten lassen. Binnen weniger Jahre entstanden hier Wohnungen für Zehntausende Menschen. Mit breiten Straßen, Spielplätzen und verdammt vielen Grünflächen zwischen den grauen Türmen. Nach der Wende ging es bergab mit dem Bezirk. Wer konnte, zog weg. Zurück blieben Arbeitslosigkeit, mangelnde Perspektiven und ziemlich viel Frust. Ein Frust, der sich in den 90er Jahren oft in rechtsextremer Gewalt entlud. Heute hat sich das Bild gedreht. Es gibt noch immer ein paar Nazis, aber inzwischen hat auch jeder Vierte hier einen Migrationshintergrund. Und gleichzeitig ist die Kriminalität deutlich gesunken. Trotz seines grauen Rufs gehört Marzahn-Hellersdorf zu den sichersten Bezirken Berlins. Vor allem aber gibt es hier draußen etwas, das im Rest der Stadt fast verschwunden ist. Platz. Und Mieten, die sich normale Menschen noch leisten können. An diesem Abend treffe ich einen Ur-Berliner. Nach 25 Jahren Selbstständigkeit musste er Privatinsolvenz anmelden. Mit 58 Jahren steht er plötzlich wieder am Anfang. Und wirkt trotzdem verdammt optimistisch. Ja, ich bin Reinhard Kirchner, bin in Berlin aufgewachsen, in Berlin-Köpenick. 68 geboren, die Wende in der Kaserne verlebt. Eigentlich Schiffbauer gelernt mal, obwohl es ja nicht mein Wunschberuf war, also Stahl. Und ja, mit der Wende gingen die Werften alle kaputt und dann habe ich im Metallbaubetrieb gearbeitet und meine Leidenschaft waren aber schon immer Inneneinrichtungen, Möbel und ich kann mich genau daran erinnern, dass unser Kinderzimmerschrank hatte so eine Birnbaum-Nachbildung-Oberfläche und die war so hässlich, dass ich den in weiß gestrichen habe. Habe die ersten Regale für das Wohnzimmer, für das Kinderzimmer sozusagen gebaut. Mit Postern von Depeche Mode und auch Nona Musi und daneben waren so Regale eingestrickt in Star Wars-Optik. Muss ich heute noch überlachen sozusagen. Ja. Ich hatte einfach Spaß dabei. Verändern, aufbauen, wieder einreißen. Mein Bruder hat mich dazu gebracht, mach doch erstmal Handel und dann komm mit eigenen Produkten und so lief es ja dann auch. Und irgendwann ein Ladengeschäft entdeckt im Prenzlauer Berg an der Riekestraße, was zugemauert war. Ich habe aber gesehen, dass das Haus total schön war. Die haben mir eine Zeit lang mietfrei gegeben und dann ausgebaut. Und dann sah das wirklich so aus, wie man sich das vorgestellt hatte. Also ein Laden, der ein bisschen Atmosphäre hat, wo es wirklich schön drin war. Und das hat auch funktioniert. Also man hatte gut Gespür dafür gehabt. Und so ist es entstanden, aus einem kleinen Ding. Und die Zeit fühlte sich auch sehr gut an, muss ich sagen. Die Menschen hatten noch mehr ein Urvertrauen, dass das, was jetzt passiert, irgendwie gut ist. Und dann ist ja so, dass die Ladenmieten weiter gestiegen sind und die möglichen Konsumenten weniger geworden sind. Das heißt, die Spannungen sind extrem hoch. Das erste Mal sollten wir aus dem Laden wirklich raus. Und dann habe ich zufällig eine Fläche gefunden am Hauptbahnhof, diese alte Loft sozusagen, weil es zwar unsaniert war, und wollten das erst parallel betreiben, haben wir festgestellt, Innenstandort ist besser und dann war das doch gut. Und das zweite Mal war dann unfreiwillig, wir wurden abgerissen. Also steht jetzt 50 Hertz.
Die haben ein Grundstück für 5,2 Millionen aus der Barkasse gekauft. Wir haben nicht mal eine Abfindung bekommen. Also, und die haben keine Ladengeschäfte. Und dann Altmoabit, das Geschäft war zwar toll von der Ecklage, aber leider über 2 Etagen. Die Parkplätze wurden rapide weniger, nachdem sie das Parkhaus für die Gericht kostenpflichtig gemacht haben. Und dann kam noch das gegenüber die Deutsche Bank auszog und dann zog ein Gebrauchtmöbelladen rein, der sozusagen die Retouren von Home24 verkauft hat. Und der hat die Straße als Lagerhaus benutzt. Der hat seine LKWs dort vor der Tür stehen lassen. Und das war bei uns also halt noch in 2. Reihe nicht mehr möglich. Und dann am Stadtrand war halt ein neuer Start. Und dann kamen die Corona-Maßnahmen. Und dann kam das Online-Shopping und dann kam der Krieg und die Inflation. Und ja, war eine gewisse Ohnmacht. Und zwar hat sich die breit gemacht ab Anfang 2024. Das war letztendlich ein Zeitraum über 3 Monate, war bewusst. Es kamen auch keine Kunden mehr. Samstag war das wirklich sehr leer, auch bei meinen Kollegen, die ich dann angerufen habe. Und du merktest, du hast doch nicht das Gefühl gehabt, du hast selber so viel falsch gemacht, sondern du wusstest einfach, du hast hier keine Möglichkeit mehr, was zu machen. Das Einzige, was mich in dem Sinne zuversichtlich gemacht hat, in dem Sinne, es ist nur Geld. Die Gesundheit ist das Wichtigste. Und du kannst immer wieder was Neues anfangen. Und es gibt immer eine Möglichkeit. Es gibt immer eine Chance. Das war aus irgendeinem Lied. Die Ferne ist ein ferner Ort und wenn ich da bin, ist die fort. Da ist auch eine Menge dran. Wir wollen einfach dieses Erleben, dieses Machen, dieses Tun, diese Visionen haben, dieses positiv Denken, das ist das, was mir auch eine Menge Energie gibt. Also wir brauchen einfach wir brauchen den Raum an einem Ort, in dem positiv gedacht wird. In dem wir wirklich sagen, was können wir und wie finden wir Wege, um es wieder entstehen zu lassen. Wie hieß es früher? Microsoft wurde in einer Garage gegründet, Marzahn hat keine Garagen. In Berlin liegen Aufstieg und Absturz oft nur eine Straßenecke voneinander entfernt. Vielleicht ist das der schmale Grat, auf dem diese Stadt seit jeher balanciert. Und genau so geht es auch den Menschen, die hier leben. Denn Berlin kann brutal sein. Früher oder später wird hier jeder mal durchgekaut und wieder ausgespuckt. Jeder durchläuft eine Art Metamorphose. Wahrscheinlich liegt das daran, dass die Stadt selbst nie etwas anderes getan hat. Sie wurde zerbombt, zerstört, in 2 Teile gerissen und wieder vereint. Und hat sich in all diesem Chaos immer wieder neu erfunden. Vor Jahren sah ich einmal einen Spruch auf einem Plakat im Prenzlauer Berg. Darauf stand: Erst wenn die letzte Eigentumswohnung gebaut, der letzte Club abgerissen und der letzte Freiraum zerstört ist, werdet ihr feststellen, dass Berlin die Kleinstadt geworden ist, aus der ihr einmal geflohen seid. Vielleicht beschreibt dieser Satz Berlin besser als jede Statistik. Denn eine Stadt im permanenten Wandel kann schon mal vergessen, was sie überhaupt ausmacht. Und dasselbe gilt wohl für die Menschen, die hier leben. An diesem Nachmittag fahre ich in den hohen Norden der Stadt, nach Pankow. Ich treffe dort eine alte Freundin. Wir sind beide in einer Kleinstadt in Niedersachsen aufgewachsen. Mit 19 zog sie nach Berlin und machte sich selbstständig. Heute, 10 Jahre später, ist sie erfolgreiche Unternehmerin im Catering-Bereich. Sie betreibt eine Kantine, eine Event-Location und versorgt mit Easy Meal ihre Kunden mit ausgewogenen Mahlzeiten. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich bin da irgendwie reingerutscht und war dann so tief drin, dass ich nicht mehr raus konnte. Ne? Also es war weder mein Traum, noch habe ich es gezielt geplant. Ich habe meinen Freund kennengelernt und er war in Hameln auch und wollte selbstständig werden mit seinem eigenen Catering-Unternehmen. Dann haben wir das in Hameln versucht zu etablieren, hat nicht so gut geklappt. Ich habe versucht, verschiedene Investoren zu finden, habe verschiedene Leute angeschrieben und habe dann tatsächlich auch einen Investor hier in Berlin gefunden und bin für die Selbstständigkeit dann nach Berlin gezogen. Ja, also war sehr, sehr schwer. Angefangen mit dem Wohnungsmarkt. Also find erstmal eine Wohnung,
ohne ein festes Gehalt. Es war wirklich unmöglich. Wir haben auch die ersten 4 Monate in Polen bei Jacek gewohnt. Er hat da eine Wohnung und wir sind quasi gependelt aus Polen bis nach Berlin. Und mit irgendwie Glück haben wir dann nach 5, 6 Monaten eine Wohnung in Hellersdorf bekommen. Das Ganze drumherum war schon schwer, da überhaupt Fuß zu fassen in einer Millionenmetropole. Ja, es gab schon sehr viele Breakdowns. Sehr, sehr viel wurde geweint. Sehr viel wurde das auch hinterfragt, warum man überhaupt selbstständig ist. Ganz ehrlich, ich stehe jeden Morgen um 4:30 Uhr auf. Ab 5 Uhr bin ich auf der Arbeit. Hier habe ich Feierabend im Tagesgeschäft, 14:30 Uhr. Und dann kommt eigentlich die richtige Aufgabe eines Geschäftsführers erst. Dann kommen Meetings, musst du das Strategische machen, musst du auch Marketing mitplanen, Buchhaltung, E-Mails. Und dann, wenn ich gegen 8 Uhr auf dem Sofa liege, öffne ich Instagram, sehe ich, hier kommt eine Nachricht, schreibe ich kurz zurück, kommt hier noch eine Anfrage, kann ich morgen besichtigen, okay, schreibe ich noch zurück. Deswegen ist man eigentlich die ganze Zeit mit am Arbeiten, ne, bis zur letzten Sekunde. Warum tut man sich das an? Wegen des Geldes, aber auch eigentlich ist es ein Widerspruch, weil man sagt ja wegen der Freiheit. Aber wie du siehst, man kann sich das einteilen, aber man ist so gebunden, du hast weniger Freizeit als Selbstständiger. Aber theoretisch könntest du dir jederzeit frei nehmen. Es ist jetzt sehr, sehr viel schwieriger und härter, selbstständig zu sein als vor 10 Jahren, muss ich wirklich sagen. Und ich hatte wirklich das Glück, dass ich dort noch viele Fehler machen konnte, ohne dass ich Insolvenz gehen musste oder sonstiges. Mhm. Und die Kaufkraft ist deutlich gesunken. Die Kosten sind viel, viel, viel stärker angestiegen als jemals zuvor. Das beste Beispiel ist wirklich, wir benutzen sehr, sehr viel Magerquark, weil wir sehr viel Eiweiß immer in unseren Menüs brauchen. Und früher war der 10 Kilo Preis Magerquark 12 € und heute ist der 10 Kilo Eimerpreis 25 €. Also es ist mehr als das Doppelte gestiegen. Und du kannst ja nicht dein eigenes Produkt mehr als das Doppelte teuer werden lassen. Und natürlich auch Mitarbeiterkosten sind gestiegen, ganzen Verpackungskosten, so auch Kartons und so weiter. Das war früher viel, viel, viel günstiger. Mittlerweile, mein Wunsch wäre schon in 5 Jahren eine ruhige Nacht zu haben. Und das geht wahrscheinlich nur, wenn ich verkaufe, weil wenn du selbstständig bist, wirst du wahrscheinlich nie eine richtig ruhige Nacht haben. Ich will ja später Kinder haben, dass ich dann genug Zeit habe, auch für die Kinder. Was bringt dir das, wenn du die ganze Zeit in den besten Jahren, ich habe jetzt schon 10 Jahre nur gearbeitet und dann das Leben nicht genießen kannst und dann ist es irgendwann zu spät. Ne? Und dann hast du Kinder, du kannst sie nicht mit aufwachsen sehen. Das kenne ich ja bei meinen Eltern auch so. Die waren ständig arbeiten, immer arbeiten, immer arbeiten, bis jetzt. Und was bringt dir das im Leben? Man sagt, das Feuer in Berlin sei erloschen. Der Hype verpufft wie billiges Parfüm im U-Bahn-Schacht. Touristen bleiben aus, Hotels verriegeln ihre Türen und in den Clubs, die einst die Welt bedeuteten, herrscht heute Totenstille. Früher kamen sie aus allen Ecken, um Hymnen auf diese Stadt zu singen. Heute laufen sie durch dieselben Straßen und erzählen, wie kaputt alles sei. Aber Berlin war noch nie ein Museum für den perfekten Moment. Berlin ist ein Organismus. Mit fast 4 Millionen Herzschlägen, die sich unermüdlich durch nackten Beton pumpen. Und wenn du durch die Straßen läufst und nur den Verfall siehst, dann ist das vielleicht nicht die Schuld der Stadt. Denn Berlin ist ein Spiegel und zeigt dir immer das, was du sehen willst. Und manchmal einfach nur dich selbst. Ich habe nie davon geträumt, in Berlin zu leben. Irgendwie bin ich dann doch hier gelandet. Ich habe diese Stadt geliebt, bis ich sie nicht mehr ertragen konnte. Ich habe sie gehasst, bis ich flüchten musste. Ich bin gegangen, um zu atmen, nur um dann festzustellen, dass mir die Berliner Luft in der Lunge fehlt. Jetzt bin ich wieder hier. Nicht, weil die Stadt sich verändert hat, sondern weil ich es getan habe. Ich finde heute Frieden in diesem Chaos, weil ich Frieden mit mir selbst geschlossen habe. Wer das Schöne hier sehen will, muss es zuerst in sich selbst finden. Ja, Berlin kann hässlich sein, dreckig, laut, unversöhnlich. Und gleichzeitig doch verdammt schön. Vor allem aber leben hier noch immer unglaublich viele Menschen, die anpacken, statt nur zu meckern. Die träumen, die gestalten, die verändern. Und die um ihre Stadt kämpfen, weil sie ihnen etwas bedeutet. Nirgendwo spürt man diesen Puls lauter als auf dem Tempelhofer Feld. Ein endloses Meer aus Freiheit, mitten im Herzen der Stadt. 355 Hektar nichts und genau deshalb alles.
6 Kilometer Asphalt, die unter Inlinern und Fahrrädern singen. Hunde jagen über die Wiesen und der Rauch der Grills mischt sich mit dem Abendrot. Es ist einer der größten Stadtparks Europas. Aber eigentlich ist er ein Versprechen. Das Versprechen, dass diese Stadt nicht nur Investoren gehört, sondern immer noch uns allen. Vielleicht ist der Berlin-Hype wirklich vorbei. Vielleicht ist diese Stadt ein bisschen müde. Vielleicht bleibt sie für immer unfertig und unperfekt. Und vielleicht ist genau das gut so. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo da, falls ihr den Kanal noch nicht kanntet. Drückt gerne den Like-Button, hypt das Video. Und ansonsten freue ich mich aber wirklich wie immer auf den Austausch mit euch in den Kommentaren. Ja, abschließend noch eine große Bitte. Wie ihr wisst, bereise ich momentan Deutschland. Und wenn ihr jemanden kennt oder selbst jemand seid, der gerne vor Kamera mit mir über ein bestimmtes Thema sprechen möchte, mir etwas zeigen möchte, auf einen Missstand oder etwas Cooles vielleicht auch aufmerksam machen möchte, schreibt mir bitte eine E-Mail an eugen-von-unterwegs@gmail.com. Das würde mich sehr, sehr freuen und erleichtert mir die Recherche. Ansonsten alles Gute und bleibt positiv.